Tauschst du nicht gerne? Nee, nur mit so, was ich Freunde nennen würde. Er hat gefragt, weil wir kennen uns. Um so gut zu sein, muss alles zusammenpassen. Unser nächster Gast ist einer der vielseitigsten Spieler. Mal schauen, ob seine Trikotsammlung auch so vielseitig ist. Hallo Julian Riasson. Hallo. Du machst schon so, heißt du hast nicht viele Trikots zu Hause? Nee, habe ich nicht. Wie viele? Ich glaube, ich habe 6 zu Hause. Okay, ich glaube, da bist du der Profispieler mit den wahrscheinlich wenigsten Trikots zu Hause. Warum? Tauschst du nicht gerne? Nee, nur mit so, was ich Freunde nennen würde, sozusagen. Außerdem, ja, nie für ein Trikot gefragt. Aber dann nur mit richtig guten Freunden, oder? Wenn du nur 6 zu Hause hast. Ja, hast du recht. Dann zeig doch mal deinen ersten guten Freund, der da schon neben dir liegt. Der erste ist auch ein Norweger, Mats Möller-Dæhlie. Ja. Ich glaube, es war mein zweites Spiel von Anfang an für Union. War ja auch cool, so ein Millentor zu spielen. Und das war ein Wahnsinnsspiel, oder? Nachdem ihr das getauscht habt. Wir haben mal nachgeschaut. 2-3 war das Ergebnis. Ja. Nach einer starken Aufholjagd. Was war das für ein Spiel? Was ist dir da hängen geblieben? Erstmal die Stimmung. War cool. Aber also eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen. Aber am Ende leider verloren. Ich glaube, so ein Wahnsinnstor, Sonntagsschuss, wie man es nennt. Wurde noch in der Nachspielzeit entschieden. Und dann kam es eben zu diesem 2-3. Ja. So schlecht kannst du nicht gelaunt gewesen sein. Du hast immerhin noch ein Trikot ergattert. Yeah, ist okay. Ist nice. Schön zurückzublicken. Es gibt jetzt aber eventuell eine Revanche. Ihr spielt wieder auf St. Pauli. Ja. Was nimmst du dir vor? Sieg, ja. Ich glaube, mein Debüt war auch gegen St. Pauli. Haben wir 4-0 gewonnen. So, das war ja gut. Wo haben sich eure Wege denn zum allerersten Mal gekreuzt? Nationalmannschaft? Zweite Bundesliga damals, ja. Und über die Jahre ist dann da aber was zwischen euch entstanden? Schon eine Freundschaft, kann man so nennen? Oder? Wir sind ja nicht enge Freunde, nein, sind wir nicht. Aber ja, ist ja schon, wenn man bei einer Nationalmannschaft zusammenspielt und ja, sind man ja natürlich ein bisschen enger. Einfach ein cooler Typ, von dem du unbedingt ein Trikot wolltest. Ja. Danke. So, welches Trikot verbirgt sich da in deiner Hand? Von Sepp Andersson. Ja, cooles Trikot. Schwarz, gefällt mir. Und ja, da würde ich auch Freund von mir nennen. Ja. Ein paar Jahre zusammengebracht in Berlin, war eine gute Zeit. Handelt sich ja auch schon fast um eine Rarität, ist ein Ausweichtrikot, die schwarze Farbe. Weißt du noch, in welchem Spiel ihr es getauscht habt? Nee, ich glaube, es war sein erstes Spiel. 2021/22 Sieg gegen Köln mit Union Berlin. Wenn du sagst, er ist schon ein guter Freund, der sich, also von Halbfreundschaft zu Freundschaft, jetzt was zeichnet die Freundschaft zwischen euch beiden aus? Ja, ist ja anders, wenn man mit jemandem zusammengespielt hat. Ich kam ja auch, ich habe fast kein Wort Deutsch gesprochen damals. Das ist ja auch Schwede, wir können unsere Muttersprache sprechen, hilft ja auch. Dann sind wir ein bisschen enger. Wir haben auch damals so Anfangsjahren haben wir so Doppelzimmer gehabt im Hotel, waren wir zusammen drin. Von daher wird man natürlich ein bisschen enger. Heißt, ihr hattet von Anfang an keine Hürden, direkten Draht zueinander, ne? Wir waren schon ein paar mehr Skandinavier, ich glaube, wir waren 4 zusammen. Ja, war ein cooles Zeit. Und den nächsten Spieler, den du uns mitgebracht hast, den verstehst du auf jeden Fall einwandfrei. Ja. Lass uns sein Trikot noch nach vorne holen. Neben dir liegt es schon, das Trikot eines anderen Norwegers. Magst du es gerne mal zeigen? Ja, ist nice. Von Erling Haaland. Yep. Mit der Nummer 17, die er tatsächlich nur ein halbes Jahr hatte. Also es ist eine richtige Rarität. Das war noch in den ersten halben Jahr die Nummer. Weißt du noch, in welchem Spiel du das ergattert hast? Nach welchem Spiel? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war mein erstes Spiel hier in Dortmund, glaube ich. 2020. 5-0 ging das Spiel für die BVB aus. Ich glaube, du standest sogar 3 Minuten mit Erling Haaland zusammen auf dem Platz. Im Nachhinein nochmal irgendwie grob über das Spiel gequatscht oder wolltest du direkt das Trikot haben? Wie lief es zwischen euch? Nein, er hat gefragt, weil wir kennen uns schon seit ein paar Jahren davor, U21. Und wo ich gespielt habe, ist ja auch in der Nähe von wo er aufgewachsen ist. Von daher also kennen wir uns ein bisschen. War es für dich ein besonderes Spiel? Es war auch das erste in Dortmund. Das erste Mal vor den Tausenden von Leuten. Wie hast du die Atmosphäre damals wahrgenommen, als Auswärtsspieler in Dortmund einzulaufen? Ich glaube, ich war sehr fokussiert auf das Spiel. Ich glaube, wir haben 5-0 verloren, dann habe ich es auch schnell vergessen. Mit Erling Haaland hast du ja schon viele Jahre auch in der Nationalmannschaft gespielt.
Was macht ihn zu diesem Ausnahmespieler, der er mittlerweile ist? Ich glaube, das ist ja viel darüber geredet, warum er so gut ist und so. Das kennt ja jeder, jeder kennt seine Qualität. Ja. Ich kenne ihn ja auch als Person. Um so gut zu sein, muss alles zusammenpassen. Im Training der Nationalmannschaft, was macht es besonders schwierig, ihn da zu verteidigen? Nee, also das ist eher schwieriger für die Innenverteidiger. Für mich ist es, wir trainieren ja auch nicht so viel bei der Nationalmannschaft. Von daher, schwierig zu sagen. Das stimmt natürlich, Hauptsache im Spiel läuft es dann. Ja, genau. Vielen Dank, Julian, für deine ja wirklich sehr starke Auswahl, deinen Landsmännern. Wir haben auch noch ein Trikot für dich. Das darfst du einmal unterschreiben. Denn was wäre der Trikot-Talk denn ohne ein Trikot? Wir sagen großen Dank, dass du uns 3 deiner 6 Trikots, die du zu Hause hast, mitgebracht hast. Und da haben sich doch wirklich schöne Geschichten hinter versteckt. Ja. Vielen lieben Dank. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Trikot zu gewinnen am Ende unserer Serie. Und dann hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge Trikot Talk wieder. Macht's gut. Tschüss.